Lektion 1: Fitnessgespräch. Hallo Anna, ich hatte heute ein tolles Training. Ich bin bis ans Limit gegangen. Hallo John, das klingt ziemlich intensiv. Hast du irgendwelche Tipps, um während des Trainings motiviert zu bleiben? Unbedingt. Eine Sache, die mir hilft, motiviert zu bleiben, ist das Setzen bestimmter Ziele. Es gibt mir etwas, auf das ich hinarbeiten kann und hält mich konzentriert. Das ist eine tolle Idee. Wie verfolgen Sie Ihre Fortschritte? Ich verwende eine Fitness-App auf meinem Handy, um mein Training zu verfolgen und meine Fortschritte zu überwachen. Es ist wirklich hilfreich zu sehen, wie weit ich gekommen bin. Das sollte ich auch versuchen. Hast du übrigens Empfehlungen für Übungen, die zu Hause gemacht werden können? Definitiv. Körpergewichtsübungen wie Liegestütze, Kniebeugen und Ausfallschritte sind großartige Optionen. Sie können auch Yoga oder Pilates ausprobieren, um Flexibilität und Kraft zu erhalten. Danke für die Vorschläge. Ich probiere sie mal aus. Hast du irgendwelche Tipps zur Vermeidung von Verletzungen während des Trainings? Es ist wichtig, auf deinen Körper zu hören und dich nicht zu sehr anzustrengen. Wärmen Sie sich vor dem Training auf und verwenden Sie immer die richtige Form, um Verletzungen vorzubeugen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Übrigens, folgst du einer bestimmten Diät, um dein Training zu ergänzen? Ich versuche mich ausgewogen mit viel Obst, Gemüse, mageren Proteinen und gesunden Fetten zu ernähren. Es hilft mir, mein Training voranzutreiben und mich schneller zu erholen. Das macht Sinn. Ich werde auch versuchen, gesündere Lebensmittel zu wählen. Danke für die Tipps. Du bist willkommen. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Fitness haben, können Sie diese gerne stellen. Ich bin immer hier, um zu helfen. Lektion 2: Das perfekte Haustierbett finden. Hallo Anna, ich brauche ein neues Bett für meinen Hund. Hast du irgendwelche Tierbetten gesehen? Hallo John. Ja, ich bin auf einige großartige Optionen für Tierbetten gestoßen. Das ist fantastisch. Ich möchte sicherstellen, dass sich mein Hund wohl und ausgeruht fühlt. Es sind verschiedene Arten von Tierbetten erhältlich. Welche Größe hat Ihr Hund? Mein Hund ist eine mittelgroße Rasse. Ich denke, ein Bett mit ausreichend Platz wäre ideal. Haben Sie darüber nachgedacht, ein orthopädisches Bett zu bekommen? Sie bieten zusätzliche Unterstützung für Gelenke. Das ist ein gutes Argument. Mein Hund wird älter, daher könnte ein orthopädisches Bett von Vorteil sein. Ich habe auch einige Betten mit Memory-Foam-Polsterung gesehen. Sie sind ziemlich plüschig und gemütlich. Oh, das klingt perfekt. Ich möchte, dass mein Hund einen weichen und bequemen Schlafplatz hat. Eine weitere Option ist ein Hochbeet. Es hält den Hund vom Boden fern und sorgt für Luftzirkulation. Das könnte besonders bei heißem Wetter nützlich sein. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Vergessen Sie nicht, die Waschbarkeit des Bettes zu berücksichtigen. Hunde können manchmal unordentlich werden. Absolut. Ein Bett mit einem abnehmbaren und waschbaren Bezug wäre praktisch. Ich habe auch einige Tierbetten mit wasserdichten Bezügen gesehen. Sie eignen sich hervorragend für Unfälle oder Verschüttungen. Das ist eine gute Funktion. Das würde die Reinigung erleichtern.
Vielleicht möchten Sie auch überprüfen, ob das Bett über ein rutschfestes oder rutschfestes Bodenmaterial verfügt. Das ist ein toller Vorschlag. Ich möchte nicht, dass das Bett herumrutscht, wenn mein Hund darauf springt. Betrachten Sie abschließend das Design und die Ästhetik. Sie möchten, dass das Bett gut zu Ihrer Inneneinrichtung passt. Das ist wahr. Es wäre schön, ein Haustierbett zu haben, das sich nahtlos in mein Interieur einfügt. Ich schicke dir einige Links und Empfehlungen für Tierbetten. Du kannst einen Blick darauf werfen. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Hilfe und Ihr Fachwissen bei der Suche nach dem perfekten Bett. Du bist willkommen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Sorgen wir dafür, dass Ihr Hund gut schläft. Absolut. Mein pelziger Freund verdient das Beste. Nochmals vielen Dank. Lektion 3: Fitness und Frühstück. Hallo Anna, warst du schon im Fitnesscenter in unserem Apartmentkomplex? Hallo John. Ja, ich war schon ein paar Mal dort. Es ist wirklich nett. Das ist großartig. Ich habe darüber nachgedacht, eine Fitnessroutine zu beginnen. Hast du irgendwelche Tipps? Sicher. Beginnen Sie zunächst mit einigen einfachen Übungen wie Gehen oder Joggen auf dem Laufband. Es ist eine gute Möglichkeit, Ihre Herzfrequenz zu erhöhen. Das klingt machbar. Wie oft sollte ich gehen? Versuchen Sie, mindestens 3-mal pro Woche zu beginnen. Sie können die Frequenz schrittweise erhöhen, wenn Sie sich wohler fühlen. Okay, ich werde es versuchen. Übrigens, ich habe gehört, dass das Fitnesscenter auch Gruppenkurse anbietet. Hast du welche ausprobiert? Ja, ich habe ein paar Kurse besucht. Sie haben Yoga, Zumba und sogar Spinningkurse. Es ist eine unterhaltsame Art, aktiv zu bleiben. Das klingt interessant. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Oh, und ich habe gehört, dass sie auch ein kostenloses Frühstück im Clubhaus servieren. Hast du es versucht? Ja, habe ich. Das Frühstücksangebot ist wunderbar. Sie haben eine Vielzahl von Optionen wie frisches Obst, Müsli, Gebäck und sogar auf Bestellung zubereitete Omelettes. Das ist fantastisch. Sollen wir das Management informieren, wenn wir irgendwelche Präferenzen oder diätetische Einschränkungen haben? Absolut. Sie sind sehr zuvorkommend. Informieren Sie sie einfach über spezielle Ernährungsbedürfnisse und Sie werden sicherstellen, dass auf sie eingegangen wird. Das ist gut zu wissen. Ich werde sicherstellen, dass ich Sie über meine Präferenzen informiere. Danke für den Rat. Lektion 4: Einkaufsliste. Hallo Anna, ich muss später einkaufen gehen. Gibt es etwas Spezielles, das ich dir geben soll? Hallo John. Okay, ich sorge dafür, dass ich sie hole. Gibt es etwas Spezielles, das du willst? Könnten Sie bitte ein paar frische Früchte wie Äpfel, Bananen und Orangen holen? Klar, die füge ich der Liste hinzu. Brauchst du sonst noch etwas aus der Produktabteilung? Ja, uns geht das Gemüse aus. Kannst du etwas Brokkoli, Karotten und Spinat abholen? Vermerkt. Ich sorge dafür, dass ich frische und knusprige für dich hole. Sonst noch etwas?
Wir haben auch keine Eier und keine Milch mehr. Kannst du ein Dutzend Eier und einen Karton Milch nehmen? Absolut. Eier und Milch sind unverzichtbar. Ich sorge dafür, dass ich sie auch für dich besorge. Ich danke dir. Oh, und noch eine Sache. Wir brauchen etwas Brot und Erdnussbutter. Kein Problem. Ich füge der Liste Brot und Erdnussbutter hinzu. Gibt es eine bestimmte Brotsorte oder eine bestimmte Marke von Erdnussbutter? Nur ein normaler Laib Vollkornbrot und jede glatte Erdnussbutter reicht aus. Ich hab's. Sollte ich der Liste noch etwas hinzufügen? Wir könnten etwas Pasta und Nudelsauce für ein schnelles Abendessen gebrauchen. Tolle Idee. Ich sorge dafür, dass ich deine Lieblingsnudeln und ein Glas Nudelsauce hole. Ich danke dir. Danke für deine Hilfe beim Einkaufen. Es ist mir ein Vergnügen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Brauchst du sonst noch etwas? Ich denke, das war's vorerst. Ich gebe dir Bescheid, falls noch etwas dazwischen kommt. Nochmals vielen Dank. Lektion 5. Meinungen äußern. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, mein Wohnzimmer neu zu dekorieren. Ich möchte ihm einen frischen, neuen Look geben. Hallo John, das ist eine großartige Idee. Hast du darüber nachgedacht, für welchen Stil du dich entscheiden möchtest? Ich denke über einen modernen und minimalistischen Stil nach. Ich möchte einen sauberen und übersichtlichen Raum schaffen. Das klingt nach einer guten Wahl. Hast du über das Farbschema nachgedacht? Ja, ich denke darüber nach, eine neutrale Farbpalette mit kräftigen Farbakzenten als Akzenten zu verwenden. Das könnte eine schöne Balance schaffen. Was ist mit Möbeln? Gibt es bestimmte Stücke, an denen Sie interessiert sind? Ich suche elegante und funktionale Möbel. Ich möchte Stücke, die sowohl Komfort als auch Stil bieten. Das ist wichtig. Die Beleuchtung kann auch einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, die richtige Atmosphäre zu schaffen. Hast du das in Betracht gezogen? Absolut. Ich plane eine Mischung aus natürlichen und künstlichen Lichtquellen, um ein warmes und einladendes Ambiente zu schaffen. Das klingt wunderbar. Wie wäre es mit Kunstwerken oder dekorativen Elementen? Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ich denke, das Hinzufügen von Kunst- und Dekorationsgegenständen kann dem Raum Persönlichkeit verleihen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass Sie Ihren eigenen Stil durchscheinen lassen. Gibt es etwas, bei dem Sie sich nicht sicher sind oder zu dem Sie Rat benötigen? Ich bin mir nicht sicher, wie ich die Möbel am besten anordnen soll. Ich möchte den Platz maximieren und für einen guten Ablauf sorgen. Sie können verschiedene Möbelarrangements auf Papier ausprobieren oder Online-Tools für die Raumplanung verwenden. Es kann Ihnen helfen, verschiedene Layouts zu visualisieren. Das ist ein toller Vorschlag. Ich werde es versuchen. Danke. Lektion 6. Die Macht des Lachens. Hallo Anna, ich habe kürzlich eine Comedy-Show gesehen und sie war saukomisch. Hallo John, das klingt nach einer lustigen Zeit. Lachen ist wirklich die beste Medizin, nicht wahr? Unbedingt. Es ist erstaunlich, wie ein gutes Lachen ihre Stimmung sofort heben und dafür sorgen kann, dass sie sich besser fühlen.
Es ist wahr. Hast du irgendwelche Lieblingskomiker oder Comedyfilme? Ich bin ein großer Fan von Stand-up-Comedy. Dave Chappelle und Amy Schumer machen mich immer fertig. Sie sind beide talentierte Komiker. Ich schaue mir auch gerne Comedyfilme an. Sie sind perfekt für einen unbeschwerten Abend. Auf jeden Fall. Lachen ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und Stress abzubauen. Hast du schon einmal Lach-Yoga ausprobiert? Nein, habe ich nicht. Was ist Lach-Yoga? Es ist eine Praxis, die Lachübungen mit tiefem Atmen kombiniert. Es soll das allgemeine Wohlbefinden fördern und die Positivität steigern. Das klingt interessant. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Lachen wirkt sich wirklich positiv auf unsere geistige und körperliche Gesundheit aus. Absolut. Es ist auch ansteckend. Wenn du ein gutes Lachen mit anderen teilst, entsteht ein Gefühl von Verbundenheit und Freude. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist erstaunlich, wie Lachen Menschen zusammenbringen und eine positive Atmosphäre schaffen kann. Es ist auch ein großartiger Eisbrecher in sozialen Situationen. Ein guter Sinn für Humor kann Ihnen helfen, neue Freunde zu finden und Beziehungen aufzubauen. Das ist wahr. Gemeinsames Lachen kann Barrieren überwinden und Gespräche angenehmer machen. Lachen ist wirklich eine universelle Sprache. Es überwindet kulturelle und sprachliche Barrieren und bringt Menschen einander näher. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Lachen ist wirklich ein wertvolles Geschenk, das wir annehmen und mit anderen teilen sollten. Absolut. Lasst uns immer Gründe finden, um zu lachen und Freude zu verbreiten. Das ist gut für unser Wohlbefinden und macht das Leben lustiger. Lektion 7: Natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel. Hallo Anna, ich hatte in letzter Zeit Probleme mit Schädlingen in meinem Garten. Hallo John, das kann frustrierend sein. Hast du versucht, irgendwelche Schädlingsbekämpfungsmittel zu verwenden? Ja, ich habe natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel wie Neemöl verwendet und es funktioniert gut. Das ist toll zu hören. Wie genau wirkt Neemöl als Schädlingsabwehrmittel? Neemöl enthält Verbindungen, die Insekten und Schädlinge abwehren. Es stört ihre Fütterungs- und Brutzyklen und hält sie von Pflanzen fern. Das klingt effektiv. Gibt es noch andere natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel, die Sie ausprobiert haben? Ich habe auch Knoblauchspray und Pfefferminzöl verwendet. Beide haben starke Gerüche, die Schädlinge nicht mögen. Interessant. Ich wusste nicht, dass Knoblauch und Pfefferminze Schädlinge abwehren können. Wie macht man das Knoblauchspray? Es ist ganz einfach. Du zerdrückst einfach ein paar Knoblauchzehen und mischst sie mit Wasser. Dann kannst du es auf Pflanzen sprühen, um Schädlinge fernzuhalten. Das ist eine praktische DIY-Lösung. Und was ist mit dem Pfefferminzöl? Wie benutzt du es? Sie können Pfefferminzöl mit Wasser verdünnen und im Garten verteilen. Es wirkt als natürliches Abschreckungsmittel gegen Schädlinge. Ich werde diese natürlichen Schädlingsbekämpfungsmittel auf jeden Fall ausprobieren. Es ist großartig, Alternativen zu Pestiziden auf chemischer Basis zu haben. Absolut. Natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel sind umweltfreundlicher und schaden nützlichen Insekten nicht.
Das ist ein großes Plus. Es ist wichtig, ein gesundes Gleichgewicht im Ökosystem aufrechtzuerhalten. Haben Sie weitere Tipps zur Schädlingsbekämpfung? Ein weiterer Tipp ist, Ihre Pflanzen regelmäßig auf Anzeichen von Schädlingsbefall zu untersuchen. Früherkennung kann helfen, einem Befall vorzubeugen. Das ist ein gutes Argument. Proaktives Handeln kann Ihre Pflanzen vor großen Schäden bewahren. Vielen Dank, dass Sie diese Tipps geteilt haben. Du bist willkommen. Ich hoffe, diese natürlichen Schädlingsbekämpfungsmittel wirken auch bei Ihnen gut. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Lektion 8: Ein Budget einhalten. Hallo Anna, eine weitere Woche ist vergangen und es ist Zeit, unsere Ausgaben zu überprüfen. Hi John, du hast recht. Es ist wichtig, den Überblick über unsere Finanzen zu behalten. Ich habe unsere Ausgaben im Auge behalten. Das ist großartig. Es ist wichtig, ein klares Verständnis dafür zu haben, wohin unser Geld fließt. Absolut. Es hilft uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und stellt sicher, dass wir unser Budget einhalten. Ich stimme zu. Lassen Sie uns unsere Ausgaben für die Woche durchgehen und alle Bereiche identifizieren, in denen wir kürzen können. Hört sich gut an. Mir ist aufgefallen, dass wir ziemlich viel Geld ausgegeben haben, um auswärts zu essen. Vielleicht können wir die Häufigkeit reduzieren und mehr Mahlzeiten zu Hause kochen. Das ist eine gute Idee. Zu Hause zu kochen spart nicht nur Geld, sondern ermöglicht es uns auch, gesünder zu essen. Mir sind auch einige unnötige Impulskäufe aufgefallen. Wir sollten achtsamer sein und zweimal überlegen, bevor wir unwichtige Artikel kaufen. Du hast recht. Impulskäufe können sich schnell summieren. Wir sollten unseren Bedürfnissen Vorrang vor Wünschen einräumen. Absolut. Es ist wichtig, zwischen dem, was wir wirklich brauchen, und dem, was wir uns einfach wünschen, zu unterscheiden. Ein weiterer Bereich, in dem wir Abstriche machen können, ist Unterhaltung. Anstatt ins Kino zu gehen, können wir zu Hause Filmabende veranstalten. Das ist ein toller Vorschlag. Wir können eine gemütliche Atmosphäre schaffen und Filme genießen, ohne viel Geld auszugeben. Ich habe auch nach günstigeren Alternativen für unsere regulären Ausgaben gesucht, zum Beispiel nach einem günstigeren Telefontarif gewechselt oder bessere Angebote für Nebenkosten gefunden. Das ist proaktives Denken. Es ist immer eine gute Idee, verschiedene Optionen zu erkunden und Möglichkeiten zum Sparen zu finden. Wir sollten uns auch realistische Ziele setzen, um Geld zu sparen. Es ist wichtig, einen klaren Zweck für unsere Ersparnisse zu haben. Ich stimme zu. Ob für einen Urlaub, einen Notfallfonds oder zukünftige Investitionen, ein Ziel zu haben, kann uns motivieren, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Stellen wir sicher, dass wir uns an unser Budget halten und uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Auf diesem Weg können wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. Absolut. Gemeinsam können wir unsere finanziellen Ziele erreichen und ein finanziell sichereres Leben führen. Ich freue mich, dass du auf derselben Seite bist. Stellen wir sicher, dass wir unseren Bedürfnissen Priorität einräumen, unnötige Ausgaben reduzieren und auf eine bessere finanzielle Zukunft hinarbeiten. Lektion 9: Werde die beste Version von dir. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über persönliches Wachstum und Selbstverbesserung nachgedacht. Hallo John, das ist ein großartiges Thema. Es ist wichtig, kontinuierlich danach zu streben, die beste Version von uns selbst zu werden. Absolut.
Es ermöglicht uns, zu lernen, zu wachsen und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Auf welche Bereiche möchten Sie sich konzentrieren? Ein Bereich, den ich verbessern möchte, sind meine Kommunikationsfähigkeiten. Ich möchte ein besserer Zuhörer werden und mich effektiver ausdrücken. Das ist ein wertvolles Ziel. Gute Kommunikationsfähigkeiten sind in allen Lebensbereichen unerlässlich, ob privat oder beruflich. Ich denke, es ist auch wichtig, an unserer emotionalen Intelligenz zu arbeiten. Das Verständnis und der Umgang mit unseren Emotionen können sich stark auf unsere Beziehungen und unser allgemeines Wohlbefinden auswirken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Emotionale Intelligenz hilft uns, uns in andere hineinzuversetzen und schwierige Situationen mit Anmut und Gelassenheit zu bewältigen. Ein weiterer Aspekt, den ich gerne weiterentwickeln würde, sind meine Zeitmanagementfähigkeiten. In der Lage zu sein, Aufgaben zu priorisieren und meine Zeit effektiv zu verwalten, wird mir helfen, produktiver zu sein. Zeitmanagement ist in der Tat entscheidend. Es ermöglicht uns, das Beste aus unseren Tagen zu machen und unsere Ziele zu erreichen, ohne uns überfordert zu fühlen. Ich möchte mich auch auf die Selbstfürsorge und die Aufrechterhaltung einer gesunden Work-Life-Balance konzentrieren. Körperlich und geistig auf uns selbst aufzupassen, ist für langfristigen Erfolg und Glück unerlässlich. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen der Selbstpflege Priorität einräumen, um Burnout zu vermeiden und unser allgemeines Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Ich denke, es ist auch von Vorteil, eine wachstumsorientierte Denkweise anzunehmen. Der Glaube an unsere Fähigkeit zu lernen und uns zu verbessern, fördert die Widerstandsfähigkeit und die Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu Absolut. stellen. Eine wachstumsorientierte Denkweise ermöglicht es uns, Rückschläge als Wachstumschancen zu sehen und uns kontinuierlich aus unseren Komfortzonen herauszufordern. Schließlich glaube ich an die Kraft des lebenslangen Lernens. Kontinuierlich nach Wissen zu suchen und neue Fähigkeiten zu erwerben, hält unseren Verstand scharf und öffnet Türen für neue Möglichkeiten. Lebenslanges Lernen ist in der Tat ein mächtiges Instrument. Es ermöglicht uns, uns an eine sich schnell verändernde Welt anzupassen und in unserem Privat- und Berufsleben relevant zu bleiben. Ich freue mich, dass wir die gleiche Perspektive teilen. Setzen wir uns für unser persönliches Wachstum ein und unterstützen wir uns dabei gegenseitig. Absolut. Gemeinsam können wir uns gegenseitig inspirieren, die beste Version von uns selbst zu werden und ein erfülltes Leben zu führen. Ich bin dankbar, Sie als Partner auf dieser Reise zu haben. Lassen Sie uns das persönliche Wachstum fördern und unser volles Potenzial ausschöpfen. Ebenso. Auf kontinuierliches Lernen, Wachstum und darauf, die beste Version von uns selbst zu werden. Lektion 10: Erkundung der barbadischen Küche. Hallo Anna, warst du schon einmal auf Barbados? Ich habe gehört, dass das Essen dort unglaublich ist. Hallo. Nein, ich war noch nicht auf Barbados, aber ich habe großartige Dinge über ihre Küche gehört. Ich würde es gerne eines Tages ausprobieren. Die barbadische Küche ist bekannt für ihre einzigartigen Aromen und Einflüsse aus der afrikanischen, indischen und britischen Küche. Das klingt faszinierend. Welche traditionellen Gerichte sollte ich auf jeden Fall probieren, wenn ich Barbados besuche? Eines der Gerichte, die man unbedingt probieren muss, ist fliegender Fisch. Es ist ein Grundnahrungsmittel der barbadischen Küche und wird oft gebraten oder gedämpft mit einer würzigen Sauce serviert. Fliegende Fische? Das klingt interessant. Ich bin immer bereit, neue Fischgerichte zu probieren. Sie sollten auch Kuku probieren, ein traditionelles Gericht aus Maismehl und Okra. Es wird oft mit fliegenden Fischen serviert.
Kuku klingt köstlich. Ich probiere gerne Gerichte, die lokale Zutaten und Aromen hervorheben. Ein weiteres beliebtes Gericht ist Macaroni-Kuchen. Es ähnelt Macaroni und Käse, hat jedoch einen Bayan-Touch und enthält oft zusätzliche Gewürze und Würzmittel. Ich liebe Macaroni und Käse, daher klingt eine Bayan-Version nach einer leckeren Variante. Wenn es um Streetfood geht, sollten Sie Super nicht verpassen, eine leckere Suppe aus Kürbis, Süßkartoffeln und anderem Gemüse. Super klingt beruhigend und würzig. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Und natürlich können Sie Barbados nicht verlassen, ohne den berühmten Rumpunsch zu probieren. Es ist ein erfrischender und tropischer Cocktail, der aus lokalem Rum und Fruchtsäften zubereitet wird. Rumpunsch klingt nach dem perfekten Getränk, um die wunderschönen Strände von Barbados zu genießen. Absolut. Barbados bietet eine wunderbare Mischung aus köstlichem Essen, atemberaubenden Landschaften und lebendiger Kultur. Es klingt nach einem Traumziel für jeden Feinschmecker und Reiseliebhaber. Ich kann die Gelegenheit kaum erwarten, Barbados zu besuchen und all die kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen, die es zu bieten hat. Ich auch. Lassen Sie uns Barbados auf unsere Reiseliste setzen und uns mit ihrer fantastischen Küche verwöhnen lassen. Auf jeden Fall. Das Erkunden verschiedener Küchen ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, unseren Gaumen zu befriedigen, sondern auch, um in die Kultur eines Ortes einzutauchen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Ausprobieren neuer Gerichte eröffnet eine ganz neue Welt von Aromen und Erlebnissen. Auf zukünftige Abenteuer und kulinarische Entdeckungen. Prost! Lektion 11: Hausgemachte Tomatensauce kochen. Hallo Anna, ich denke darüber nach, heute Abend Pasta zum Abendessen zuzubereiten. Sollen wir dazu eine einfache Tomatensauce machen? Hallo! Das klingt perfekt. Hausgemachte Tomatensauce verleiht Nudelgerichten immer einen köstlichen Geschmack. Welche Zutaten benötigen wir? Wir brauchen reife Tomaten als Basis. Verwenden Sie am besten frische Tomaten für eine reichhaltige und lebendige Sauce. Das klingt großartig. Ich liebe es, frische Zutaten beim Kochen zu verwenden. Was brauchen wir noch? Wir benötigen auch Olivenöl, um die Tomaten anzubraten und der Sauce mehr Fülle zu verleihen. Es ist eine wichtige Zutat der italienischen Küche. Olivenöl ist ein Grundnahrungsmittel in meiner Küche. Ich liebe seinen ausgeprägten Geschmack und seine Vielseitigkeit beim Kochen. Wir benötigen auch Knoblauch, um der Sauce einen herzhaften Geschmack zu verleihen. Es passt perfekt zu Tomaten. Knoblauch ist eine meiner Lieblingszutaten. Er verleiht jedem Gericht so viel Geschmack. Um den Geschmack zu verbessern, können wir einige Kräuter wie Basilikum und Oregano hinzufügen. Sie verleihen der Sauce ein schönes Aroma und eine Geschmackstiefe. Frische Kräuter machen beim Kochen immer einen Unterschied. Mir gefällt, wie sie den Geschmack des Gerichts verbessern. Wir können das Würzen nicht vergessen. Salz und Pfeffer sind wichtig, um die Aromen auszugleichen und die natürliche Süße der Tomaten hervorzuheben. Würzen ist wichtig. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden, um die Aromen zum Strahlen zu bringen. Wenn Sie es etwas scharf mögen, können wir zum Schluss noch eine Prise rote Paprikaflocken hinzufügen, um der Sauce einen subtilen Kick zu verleihen.
Ich genieße ein wenig Schärfe in meinem Essen. Eine Prise rote Paprikaflocken sorgen für eine nette Note. Nachdem wir alle Zutaten haben, blanchieren wir zunächst die Tomaten, um die Haut zu entfernen und sie für die Sauce zuzubereiten. Das Blanchieren der Tomaten erleichtert die Verarbeitung. Ich bereite den Topf mit kochendem Wasser vor. Sobald die Tomaten blanchiert sind, können wir sie schälen und hacken. In der Zwischenzeit erhitze ich das Olivenöl in einer Pfanne und brate den Knoblauch an. Klingt nach einem Plan. Während du den Knoblauch sautierst, kümmere ich mich um das Schälen und Hacken der Tomaten. Nachdem der Knoblauch duftet, können wir die gehackten Tomaten in die Pfanne geben und köcheln lassen, bis sie zerfallen und eine dicke Sauce bilden. Der Duft von sautiertem Knoblauch und köchelnden Tomaten lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich kann es kaum erwarten, die Sauce zu probieren. Sobald die Sauce eingedicht ist, können wir die Kräuter einrühren und auf Wunsch mit Salz, Pfeffer und einer Prise Paprikaflocken würzen. Die Kräuter und Gewürze verleihen der Sauce den letzten Schliff und unterstreichen den Geschmack. Es kommt alles gut zusammen. Absolut. Lassen Sie die Sauce nun etwas länger köcheln, damit sich alle Aromen vermischen. Dann können wir es über unserer Lieblingsnudeln servieren. Ich freue mich darauf, eine köstliche hausgemachte Pasta mit dieser würzigen Tomatensauce zu genießen. Es wird eine sättigende Mahlzeit sein. In der Tat. Zusammen zu kochen und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren ist immer eine unterhaltsame und lohnende Erfahrung. Lektion 12: Aktiv bleiben und mit Stress umgehen. Hallo Anna, ich fühle mich in letzter Zeit etwas träge. Sie werden uns bald in Bewegung bringen, oder? Hallo. Das hoffe ich auch. Aktiv zu bleiben ist wichtig für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden. Wie bist du mit allem fertig geworden? Es war eine Herausforderung, aber ich habe versucht, etwas Bewegung in meinen Tagesablauf zu integrieren. Es hilft mir, Stress abzubauen und meinen Kopf frei zu bekommen. Das ist großartig. Bewegung ist eine fantastische Möglichkeit, mit Stress umzugehen und die allgemeine Stimmung zu verbessern. Welche Aktivitäten hast du gemacht? Ich bin morgens regelmäßig joggen gegangen. Es gibt mir Energie für den Tag und steigert meine Produktivität. Laufen ist eine hervorragende Ausdauerübung. Ich freue mich, dass du etwas gefunden hast, das für dich funktioniert. Hast du irgendwelche anderen Aktivitäten ausprobiert? Ja, ich habe auch zu Hause Krafttraining mit Körpergewichtsübungen gemacht. Es hilft mir, Kraft aufzubauen und den Muskeltonus aufrechtzuerhalten. Das ist eine gute Idee. Krafttraining ist wichtig für die allgemeine Fitness und hilft, Muskelabbau zu verhindern. Das sollte ich auch in meine Routine integrieren. Absolut. Es ist nie zu spät, um anzufangen. Du kannst mit einfachen Übungen wie Kniebeugen, Liegestützen und Planken beginnen. Ich probiere sie mal aus. Es ist wichtig, mit Übungen zu beginnen, die unserem Fitnessniveau entsprechen. Ich möchte mich zunächst nicht zu sehr anstrengen. Das ist ein kluger Ansatz. Höre auf deinen Körper und erhöhe die Intensität schrittweise, wenn du stärker wirst. Und vergiss nicht, dich vor jedem Training aufzuwärmen. Das Aufwärmen ist wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Ich werde sicherstellen, dass es in meine Trainingsroutine aufgenommen wird.
Übrigens, hast du irgendwelche Online-Fitnesskurse ausprobiert? Ja, ich habe einige Online-Trainingsvideos verfolgt. Sie bieten Orientierung und Abwechslung, um mein Training interessant zu gestalten. Das klingt lustig. Ich werde mir auch Online-Kurse ansehen. Es ist schön, Anleitung und Gemeinschaftsgefühl zu haben, auch wenn man zu Hause trainiert. Absolut. Online-Fitness-Communities können eine großartige Quelle der Motivation und Unterstützung sein. Es ist eine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, die ähnliche Ziele verfolgen. Das ist wahr. Es ist wichtig, Wege zu finden, um in Verbindung zu bleiben, auch wenn wir physisch nicht zusammen sein können. Bewegung kann auch dabei helfen. Auf jeden Fall. Körperliche Aktivität setzt Endorphine frei, Wohlfühlhormone, die unsere Stimmung verbessern und Angstzustände reduzieren können. Das habe ich aus erster Hand erlebt. Durch Bewegung fühle ich mich immer positiver und energiegeladener. Es ist ein natürliches Mittel zum Stressabbau. Es ist erstaunlich, wie sich etwas so Einfaches wie das Bewegen unseres Körpers so positiv auf unser geistiges und emotionales Wohlbefinden auswirken kann. Absolut. Es ist eine Erinnerung daran, dass es wichtig ist, auf uns selbst aufzupassen, insbesondere in herausfordernden Zeiten. Wir müssen unserer Gesundheit Priorität einräumen. Gut gesagt. Lassen Sie uns weiterhin unserem Wohlbefinden Priorität einräumen, indem wir aktiv bleiben und Freude daran haben. Lektion 13: Den Kunstladen erkunden. Hallo Anna, ich freue mich auf unseren Ausflug in den Kunstladen. Es wird Spaß machen, die Gegend zu erkunden und ein paar Vorräte zu besorgen. Hallo. Darauf freue ich mich auch. Der Kunstladen ist immer voller Inspiration. Was hast du vor, dir zu besorgen? Ich denke darüber nach, mir ein paar Acrylfarben und Pinsel zu besorgen. Ich möchte mich im Malen von Landschaften versuchen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Acrylfarben sind vielseitig und einfach zu verarbeiten. Ich habe vor, mir ein paar Skizzenbücher und Stifte für meine Zeichnungen zu besorgen. Skizzenbücher sind für Künstler unverzichtbar. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ideen festzuhalten und verschiedene Techniken zu üben. Wofür interessierst du dich noch? Ich möchte auch Aquarellfarben erkunden. Die Transparenz und der Fluss von Wasserfarben sorgen für wunderschöne Effekte. Wasserfarben eignen sich hervorragend für zarte und organische Kunstwerke. Sie haben einen einzigartigen Charme. Vielleicht probiere ich sie auch aus. Das wäre wunderbar. Wir können experimentieren und unsere Kreationen miteinander teilen. Es wird eine großartige Lernerfahrung sein. Absolut. Das Teilen unserer Kunstwerke und das Erhalten von Feedback können uns helfen, als Künstler zu wachsen. Hast du bestimmte Techniken oder Stile, die du ausprobieren möchtest? Ich bin daran interessiert, mehr über Tuschezeichnen und Tuschetechniken zu erfahren. Die Präzision und Detailgenauigkeit, die sie bieten, sind faszinierend. Das Zeichnen mit Tinte erfordert Geduld und Präzision, aber die Ergebnisse können atemberaubend sein. Ich bin auch neugierig auf Kunst in gemischten Medien. Durch die Kombination verschiedener Materialien und Texturen können interessante Effekte erzielt werden. Kunst mit gemischten Medien bietet endlose Möglichkeiten und regt zum Experimentieren an. Es ist eine großartige Möglichkeit, traditionelle Grenzen zu überwinden. Auf jeden Fall. In der Kunst dreht sich alles um Ausdruck und darum, Grenzen zu überschreiten. Es ist eine Möglichkeit, auf einer tieferen Ebene zu kommunizieren und sich mit anderen zu verbinden.
Das ist so wahr. Kunst hat die Macht, Emotionen hervorzurufen und Geschichten zu erzählen. Es ist eine universelle Sprache, die Barrieren überwindet. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Kunst ermöglicht es uns, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen und neue Perspektiven zu entdecken. Es ist eine lebenslange Reise der Selbstfindung. Lektion 14: Networking bei Veranstaltungen. Hallo Anna, ja, ich war letzte Woche auf einer. Haben Sie auf der Veranstaltung, an der Sie teilgenommen haben, interessante Leute getroffen? Hallo. Ja, ich hatte die Gelegenheit, mit einigen faszinierenden Menschen in Kontakt zu treten. Networking ist immer eine spannende Gelegenheit. Wie steht's mit dir? Absolut, Networking öffnet Türen zu neuen Verbindungen und Möglichkeiten. Ich habe einige Fachleute auf meinem Gebiet getroffen, die wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen geteilt haben. Das ist wunderbar. Es ist großartig, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, die Beratung und Unterstützung anbieten können. Haben Sie Kontaktinformationen ausgetauscht? Ja, ich habe darauf geachtet, mit den Leuten, die ich getroffen habe, Visitenkarten auszutauschen. Es ist wichtig, diese Verbindungen über die Veranstaltung hinaus weiter zu verfolgen und aufrechtzuerhalten. Das ist ein kluger Ansatz. Die Nachverfolgung zeigt Ihr echtes Interesse am Aufbau einer Beziehung. Hatten Sie unvergessliche Gespräche? Ich hatte ein besonders interessantes Gespräch mit einem Unternehmer, der von seinem Weg zur Gründung eines erfolgreichen Unternehmens erzählte. Es war inspirierend und motivierend. Das klingt unglaublich. Von anderen zu lernen, die erfolgreich waren, kann wertvolle Erkenntnisse liefern und uns helfen, zu wachsen. Haben Sie aktuelle Branchentrends besprochen? Ja, wir haben über die neuesten Entwicklungen in unserer Branche gesprochen und Gedanken zu bevorstehenden Trends ausgetauscht. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und sich an die sich ändernde Landschaft anzupassen. Absolut. Mit den Branchentrends Schritt zu halten, ist entscheidend für das berufliche Wachstum und um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Haben Sie an informativen Sitzungen oder Workshops teilgenommen? Ja, ich habe an einigen Workshops teilgenommen, die sich auf Führung und persönliche Entwicklung konzentrierten. Es war eine großartige Gelegenheit, meine Fähigkeiten zu verbessern und neue Perspektiven zu gewinnen. Das ist fantastisch. Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel zu persönlicher und beruflicher Entwicklung. Haben Sie an Gruppendiskussionen oder Podiumsdiskussionen teilgenommen? Ja, ich habe an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, in der wir über Herausforderungen und Chancen in unserer Branche diskutierten. Es war eine interaktive Sitzung mit unterschiedlichen Standpunkten. Podiumsdiskussionen bieten eine Plattform für einen sinnvollen Dialog und Gedankenaustausch. Es ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu gewinnen und unser Wissen zu erweitern. Hat Ihnen die Veranstaltung insgesamt gefallen? Absolut. Die Veranstaltung war gut organisiert und ich fühlte mich inspiriert und motiviert. Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen beflügelt immer meine Leidenschaft für meine Arbeit. Lektion 15: Die Schönheit der Natur einfangen. Hallo Anna, ich stimme zu, die Natur ist so schön einzufangen. Hast du versucht zu fotografieren, um diese Momente festzuhalten? Hallo! Absolut, Fotografie ist ein wunderbares Medium, um die Essenz und Schönheit der Natur einzufangen. Hast du irgendwelche Lieblingsmotive zum Fotografieren? Ich fühle mich besonders zu Landschaften und Wildtieren hingezogen. Die Weite der Natur und die komplizierten Details der Tiere faszinieren mich. Was ist mit dir?
Ich mag es, das Spiel von Licht und Schatten in Wäldern einzufangen und die Farben von Blumen in Nahaufnahmen einzufangen. Die Natur bietet endlose Möglichkeiten für atemberaubende Fotos. Das ist unglaublich. Das Spiel von Licht und Schatten kann auf Fotos eine magische Atmosphäre erzeugen. Haben Sie Tipps für die perfekte Aufnahme? Ein Tipp ist, auf die Zusammensetzung zu achten. Wenn Sie Ihr Motiv auf interessante Weise einrahmen, können Sie Ihren Fotos Tiefe und visuelle Attraktivität verleihen. Geduld ist auch wichtig, wenn Sie Wildtiere fotografieren oder auf die perfekten Lichtverhältnisse warten. Zusammensetzung und Geduld sind in der Tat entscheidend. Es ist wichtig, den richtigen Winkel und die richtige Perspektive zu finden, um mit Ihren Fotos eine überzeugende Geschichte zu erzählen. Haben Sie mit verschiedenen Kameraeinstellungen experimentiert? Ja, das Experimentieren mit verschiedenen Kameraeinstellungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen. Durch die Anpassung von Blende, Verschlusszeit und ISO können Sie den gewünschten Effekt erzielen und die Schönheit der Natur effektiver einfangen. Das ist ein gutes Argument. Wenn Sie wissen, wie verschiedene Kameraeinstellungen zusammenarbeiten, können Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten verbessern. Hast du schon einmal versucht, mit Langzeitbelichtungen zu fotografieren? Ja, Langzeitbelichtungen können atemberaubende Effekte erzeugen, insbesondere wenn fließendes Wasser oder Sternenspuren aufgenommen werden. Es verleiht den Bildern ein Gefühl von Bewegung und Dramatik. Hast du es versucht? Ich habe mich mit Langzeitbelichtungen beschäftigt, besonders mit Wasserfällen. Der seidenglatte Effekt, den es erzeugt, ist faszinierend. Es ist eine Technik, die Übung und Experimente erfordert. Haben Sie irgendwelche Lieblingsorte zum Fotografieren? Ich liebe es, Nationalparks und botanische Gärten zu besuchen. Sie bieten eine Vielzahl natürlicher Schönheiten und Möglichkeiten für fantastische Fotos. Die Erkundung neuer Orte kann auch Kreativität anregen. Wie steht's mit dir? Nationalparks sind in der Tat fantastische Orte. Ich fotografiere auch gerne am Strand, fange Meereslandschaften und das Zusammenspiel von Land und Meer ein. Die Elemente der Natur verleihen den Fotos Tiefe und Emotionen. Absolut, der Strand bietet eine einzigartige Kulisse zum Fotografieren. Die wechselnden Gezeiten, die lebendigen Sonnenuntergänge und die Küstenlandschaften bieten endlose Inspiration. Haben Sie Pläne für eine Fotoreise? Ich plane, nächsten Monat ein nahegelegenes Naturschutzgebiet zu besuchen. Es ist bekannt für seine vielfältige Tierwelt und seine atemberaubende Landschaft. Ich freue mich darauf, die Schönheit der Natur in dieser Gegend einzufangen. Wie steht's mit dir? Das klingt nach einer aufregenden Reise. Ich habe vor, einen botanischen Garten zu besuchen, der für seine atemberaubenden Blumenprachten bekannt ist. Ich kann es kaum erwarten, die lebendigen Farben und komplizierten Details einzufangen. Lass uns unsere Fotos teilen, wenn Auf wir jeden Fall. zurückkehren. Das Teilen unserer Fotos und der Austausch von Feedback können uns helfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern und die einzigartigen Perspektiven des anderen zu schätzen. Lasst uns gemeinsam die Schönheit der Natur einfangen und feiern. Lektion 16: Eine gute Nachtruhe. Hallo Anna, ich hatte heute einen richtig langen Arbeitstag. Ich könnte einige Ratschläge gebrauchen, um gut zu schlafen. Hallo. Es tut mir leid, das zu hören. Ausreichend Ruhe ist wichtig für Ihr Wohlbefinden. Was scheint das Problem zu sein? Nun, in letzter Zeit hatte ich Probleme beim Einschlafen. Ich liege stundenlang im Bett, bevor ich endlich abdriften kann. Das kann frustrierend sein. Haben Sie versucht, eine Schlafenszeitroutine einzurichten?
Ja, habe ich, aber es scheint nicht viel zu helfen. Ich habe versucht, ein Buch zu lesen oder beruhigende Musik zu hören, aber trotzdem rasen meine Gedanken weiter. Vielleicht kannst du ein paar Entspannungstechniken ausprobieren, wie tiefes Atmen oder Meditation. Sie können helfen, Ihren Geist zu beruhigen und Ihren Körper auf den Schlaf vorzubereiten. Das ist eine gute Idee. Das probiere ich mal aus. Hast du noch andere Vorschläge? Eine andere Sache, die Sie tun können, ist eine schlaffreundliche Umgebung zu schaffen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Schlafzimmer kühl, dunkel und ruhig ist. Sie können auch versuchen, ein weißes Gerät oder Ohrstöpsel zu verwenden, wenn Sie leicht durch Lärm gestört werden. Ich werde diese Änderungen auf jeden Fall vornehmen. Hoffentlich machen sie einen Unterschied. Übrigens, was ist mit Koffein und elektronischen Geräten? Gutes Argument. Sie sollten vermeiden, abends Koffein zu konsumieren, da dies Ihren Schlaf beeinträchtigen kann. Und es ist am besten, die Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen zu begrenzen, da das von elektronischen Geräten ausgestrahlte blaue Licht Ihren Schlafzyklus stören kann. Das war mir nicht bewusst. Ich werde vor dem Schlafengehen weniger Koffein trinken und Bildschirme meiden. Danke für den Tipp. Du bist willkommen. Ich hoffe, diese Vorschläge helfen Ihnen, gut zu schlafen. Denken Sie daran, dass die Festlegung eines konsistenten Schlafplans und eine entspannende Schlafenszeitroutine von entscheidender Bedeutung sind. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke nochmal. Danke für deine Hilfe. Lektion 17: Den Grand Canyon erkunden. Hallo Anna, warst du schon einmal im Grand Canyon? Ich habe gehört, dass es atemberaubend ist. Hallo. Ja, ich hatte vor ein paar Jahren die Gelegenheit, den Grand Canyon zu besuchen. Es ist wirklich ein Naturwunder. Das ist unglaublich. Wie war es? Ich kann mir nur vorstellen, dass die Aussicht unglaublich sein muss. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber der Grand Canyon ist riesig und beeindruckend. Die schiere Größe und Tiefe des Canyons sind umwerfend. Die Aussicht ist absolut atemberaubend. Wow, ich kann mir nur vorstellen, da zu stehen und alles in mich aufzunehmen. Hast du den Canyon zu Fuß erkundet? Ja, ich bin am Rand des Canyons entlang gewandert. Es gibt mehrere Wege, die unterschiedliche Aussichten und Schwierigkeitsgrade bieten. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die Schönheit des Canyons einzutauchen. Das klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Gab es bestimmte Orte oder Aussichtspunkte, die Ihnen aufgefallen sind? Definitiv. Einer der beliebtesten Aussichtspunkte ist der South Rim, der einen Panoramablick auf den Canyon bietet. Ein weiterer Ort, den man gesehen haben muss, ist der North Rim, der eine andere Perspektive bietet und weniger überlaufen ist. Es muss ein ziemliches Abenteuer gewesen sein. Sind Sie bei Ihrem Besuch auf Wildtiere gestoßen? Ja, ich habe entlang der Wege einige Maultierhirsche und Eichhörnchen gesehen. Der Grand Canyon beherbergt eine Vielzahl von Wildtieren, darunter kalifornische Kondore, Dickhornschafe und sogar Berglöwen, obwohl sie selten gesehen werden. Das ist faszinierend. Es ist unglaublich, wie die Natur in einer so rauen Umgebung gedeiht. Gab es noch andere interessante Features oder Attraktionen? Unbedingt. Der Grand Canyon Skywalk ist eine beliebte Attraktion. Es ist eine Glasbrücke, die sich über den Canyon erstreckt und eine spannende und einzigartige Perspektive bietet.
Es gibt auch Hubschraubertouren für eine Luftaufnahme des Canyons. Das klingt sowohl aufregend als auch ein bisschen nervenaufreibend. Die muss ich auf meine Bucketlist setzen. Gibt es noch etwas, das ich vor meinem Besuch wissen sollte? Es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben und auf das Wetter vorbereitet zu sein. Die Temperaturen können stark variieren, daher ist es eine gute Idee, sich in Schichten anzuziehen. Und vergessen Sie natürlich nicht Ihre Kamera, um die unglaubliche Landschaft einzufangen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen geteilt haben. Ich kann es kaum erwarten, den Grand Canyon zu besuchen und seine Schönheit aus erster Hand zu erleben. Lektion 18: Training mit hoher Intensität. Hallo Anna, hast du schon einmal hochintensive Workouts ausprobiert? Ich mache sie seit ungefähr einer Stunde pro Sitzung und es klingt intensiv. Hallo. Ja, ich kenne mich mit hochintensiven Trainingseinheiten aus. Sie können herausfordernd, aber sehr effektiv sein. Folgen Sie einem bestimmten Programm? Ja, ich habe kürzlich ein Programm gestartet, das HIIT-Übungen, hochintensives Intervalltraining, beinhaltet. Es ist eine Kombination aus Cardio- und Krafttraining. Das ist großartig. HIIT-Workouts sind bekannt für ihre Effizienz beim Verbrennen von Kalorien und bei der Verbesserung der kardiovaskulären Fitness. Wie findest du die bisherigen Sessions? Sie sind definitiv intensiv, aber danach fühle ich mich voller Energie. Die Trainingseinheiten beinhalten kurze Phasen intensiver Übungen, gefolgt von kurzen Erholungsphasen. Es hält mich auf Trab. Das ist das Schöne an HIIT. Es hält ihre Herzfrequenz hoch und maximiert den Kalorienverbrauch, auch wenn sie mit dem Training fertig sind. Haben Sie Veränderungen in Ihrem Fitnesslevel bemerkt? Ja, habe ich. Ich spüre, wie sich mehr Ausdauer und Kraft aufbauen. Außerdem habe ich festgestellt, dass sich meine allgemeine Ausdauer verbessert hat, seit ich mit diesen Trainingseinheiten begonnen habe. Das ist ein fantastischer Fortschritt. Es ist wichtig, auf deinen Körper zu hören und die Intensität schrittweise zu erhöhen, während du Kraft aufbaust. Hast du irgendwelche Ruhetage in deiner Routine aufgenommen? Absolut. Ruhe und Erholung sind entscheidend, damit der Körper reparieren und wieder aufbauen kann. Normalerweise nehme ich mir 1 oder 2 Ruhetage pro Woche ein, um meinen Muskeln Zeit zu geben, sich zu erholen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen sich selbst zu finden und Ihrem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihrer Routine weitere Trainingsformen hinzuzufügen? Ja, ich habe darüber nachgedacht, einige Flexibilitäts- und Mobilitätsübungen wie Yoga oder Stretching zu integrieren, um meine allgemeine Flexibilität zu verbessern und Verletzungen vorzubeugen. Das ist eine tolle Idee. Flexibilitätstraining kann Ihr hochintensives Training ergänzen und dazu beitragen, Ihre Bewegungsfreiheit zu verbessern. Es ist wichtig, eine ausgewogene Fitnessroutine beizubehalten. Ich stimme voll und ganz zu. Ich möchte sicherstellen, dass ich mich in jeder Hinsicht um meinen Körper kümmere. Übrigens, hast du irgendwelche Tipps, um bei hochintensiven Trainingseinheiten motiviert zu bleiben? Natürlich. Eine Möglichkeit, motiviert zu bleiben, besteht darin, sich spezifische, erreichbare Ziele zu setzen. Es könnte sein, eine bestimmte Anzahl von Trainingseinheiten pro Woche zu absolvieren oder einen bestimmten Fitnessmeilenstein zu erreichen. Außerdem kann die Suche nach einem Trainingspartner oder die Teilnahme an einem Kurs zur Rechenschaftspflicht Das sind beitragen und hervorragende das Training Vorschläge. angenehmer Ein machen. Unterstützungssystem und messbare Ziele können mich definitiv motivieren. Danke. Lektion 19:
Die perfekte Reiseroute planen. Hallo Anna, ich habe über unsere bevorstehende Reise recherchiert und ich glaube, ich habe die perfekte Reiseroute gefunden. Nehmen wir uns auch etwas Zeit, um die lokale Küche zu erkunden. Hallo. Das klingt großartig. Eine gut geplante Reiseroute kann eine Reise viel angenehmer machen. Ich freue mich darauf, das lokale Essen zu probieren. Welche Ziele haben Sie aufgenommen? Ich habe Besuche einiger historischer Sehenswürdigkeiten wie Museen und antiker Ruinen mit aufgenommen. Wir können auch einige Naturattraktionen wie Parks und Strände erkunden. Und natürlich dürfen wir uns die lokalen Märkte und Essenstände nicht entgehen lassen. Das klingt nach einem abgerundeten Plan. Es ist immer interessant, etwas über die Geschichte und Kultur eines Ortes zu erfahren. Haben Sie bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen im Sinn? Ja, ich habe einige Sehenswürdigkeiten hervorgehoben, die man gesehen haben muss, wie die alte Kathedrale und das berühmte Schloss. Wir können an Führungen teilnehmen, um mehr über ihre Geschichte und Bedeutung zu erfahren. Exzellente Auswahl. Führungen können wertvolle Einblicke bieten und das Erlebnis bereichernder machen. Was ist mit der lokalen Küche? Gibt es bestimmte Gerichte, auf die Sie sich freuen zu probieren? Unbedingt. Ich habe eine Liste mit traditionellen Gerichten zusammengestellt, die wir probieren sollten, wie die lokalen Fischspezialitäten und regionalen Desserts. Ich habe auch einige sehr empfehlenswerte Restaurants für ein authentisches kulinarisches Erlebnis notiert. Das klingt köstlich. Das Probieren lokaler Gerichte ist ein wesentlicher Bestandteil der Erkundung eines neuen Ortes. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen. Vergessen Sie nicht, auch das Streetfood zu probieren. Oh, auf jeden Fall. Streetfood ist oft ein verstecktes Juwel mit einzigartigen Aromen. Ich werde darauf achten, etwas Zeit für die Erkundung von Streetfood in unsere Reiseroute aufzunehmen. Perfekt. Es ist auch eine gute Idee, etwas Freizeit für spontane Abenteuer oder Entspannung einzuplanen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen geplanten Aktivitäten und Flexibilität zu finden. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn wir etwas Spielraum für Flexibilität lassen, können wir unerwartete Juwelen entdecken oder einfach nur entspannen und die Umgebung genießen. Das alles ist Teil des Reiseerlebnisses. Absolut. Beim Reisen geht es nicht nur darum, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, sondern auch darum, die Atmosphäre zu genießen und in das Reiseziel einzutauchen. Haben Sie weitere Tipps für die Planung einer perfekten Reiseroute? Ein Tipp ist, den Attraktionen, die man gesehen haben muss, Priorität einzuräumen und sie entsprechend zu planen. Berücksichtigen Sie auch die Nähe verschiedener Orte, um die Reisezeit zu minimieren. Und vergessen Sie nicht, die Öffnungszeiten und alle notwendigen Reservierungen zu überprüfen. Das sind tolle Tipps. Es ist wichtig, das Beste aus unserer Zeit zu machen und ein reibungsloses Reiseerlebnis zu gewährleisten. Ich freue mich auf diese Reise. Ich auch. Es wird ein unglaubliches Abenteuer. Lassen Sie uns die Reiseroute fertigstellen und uns auf eine unvergessliche Reise vorbereiten. Lektion 20: Perspektiven und Reiseerlebnisse. Hallo Anna, ich konnte nicht anders, als deine letzten Reisefotos zu bemerken. Die Landschaft sieht toll aus. Das ist eine Art, es zu betrachten. Haben Sie trotz des Schluckaufs den Rest Ihrer Reise genossen? Hallo. Danke. Ja, trotz des kleinen Schluckaufs war die Reise insgesamt fantastisch. Die Landschaft war atemberaubend und ich hatte unterwegs einige unglaubliche Erlebnisse. Das ist wunderbar zu hören.
Oft sind es diese unerwarteten Momente, die eine Reise unvergesslich machen. Kannst du einige Highlights deiner Reise mit uns teilen? Unbedingt. Einer der Höhepunkte war die Wanderung auf einen wunderschönen Berg und die Beobachtung eines atemberaubenden Sonnenaufgangs vom Gipfel aus. Die Aussicht war absolut atemberaubend. Wow, das klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Die Natur hat eine Art, uns mit ihrer Schönheit zu faszinieren. Bist du während deiner Wanderung auf irgendwelche Herausforderungen gestoßen? Ja, auf dem Weg dorthin gab es einige Herausforderungen. Der Weg war steil und steinig, und das Wetter begann sich unerwartet zu ändern. Aber mit Entschlossenheit und der Hilfe anderer Wanderer haben wir es bis zum Gipfel geschafft. Die Bewältigung von Herausforderungen kann die Erfahrung noch lohnender machen. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie die Schwierigkeiten gemeistert und den Gipfel erreicht haben. Hast du während deiner Reise interessante Menschen getroffen? Ja, ich hatte die Gelegenheit, einige faszinierende Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt kennenzulernen. Wir tauschten Geschichten aus, tauschten Reisetipps aus und knüpften Verbindungen, die ich schätzen werde. Das ist das Schöne am Reisen, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen kennenzulernen. Es erweitert unsere Perspektive und bereichert unsere Erfahrungen. Hast du lokale Küche probiert? Unbedingt. Das Probieren der lokalen Küche ist einer meiner Lieblingsteile beim Reisen. Ich gönnte mir traditionelle Gerichte wie Streetfood und authentische lokale Köstlichkeiten und nahm sogar an einem Kochkurs teil, um zu lernen, wie man ein regionales Gericht zubereitet. Das klingt unglaublich. Die Erkundung der lokalen Küche ist eine großartige Möglichkeit, in die Kultur und die Aromen eines Reiseziels einzutauchen. Hatten Sie irgendwelche herausragenden Lieblingsgerichte? Oh, auf jeden Fall. Ich habe dieses unglaubliche Fischgericht entdeckt, das vor Aromen nur so strotzte. Die Kombination aus frischen Meeresfrüchten, aromatischen Gewürzen und den lokalen Kochtechniken machte es wirklich herausragend. Das klingt absolut köstlich. Ich werde hungrig, wenn ich nur davon höre. Hatten Sie eine Auszeit, um sich zu entspannen und die lokale Atmosphäre zu genießen? Ja, ich habe dafür gesorgt, dass ich einige Auszeiten hatte, um mich zu entspannen und die Umgebung zu genießen. Ich schlenderte durch lebhafte Märkte, besuchte ruhige Parks und fand sogar ein gemütliches Café, in dem ich mich zurücklehnen und Leute beobachten konnte. Das klingt nach der perfekten Art, sich zu entspannen und die lokale Atmosphäre zu genießen. Manchmal kann es genauso lohnend sein, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich zu entspannen und das tägliche Leben eines Ortes zu beobachten, wie der Besuch der beliebten Sehenswürdigkeiten. Absolut. Es sind diese kleinen Momente, die es uns ermöglichen, uns wirklich mit einem Ort und seinen Menschen zu verbinden. Trotz des Schluckaufs bin ich, wie Sie bereits erwähnt haben, dankbar für das Gesamterlebnis. Das ist eine großartige Denkweise. Es ist wichtig, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren und aus allen Herausforderungen zu lernen, denen wir auf unseren Reisen begegnen. Ich freue mich, dass Ihnen der Rest Ihrer Reise gefallen hat. Ich danke dir. Es war eine Reise voller wunderbarer Erinnerungen und Lektionen. Ich kann mein nächstes Abenteuer kaum erwarten. Ich freue mich für dich. Es hört sich an, als hättest du eine tolle Zeit gehabt. Auf viele weitere unglaubliche Reiseerlebnisse in der Zukunft. Lektion 21. Das Reden in der Öffentlichkeit beherrschen. Hallo Anna, musstest du schon einmal in der Öffentlichkeit auftreten? Mach dir keine Sorgen, es kann für manche Leute verwirrend sein. Hallo. Ja, ich habe ein paar Erfahrungen damit gemacht, vor Publikum aufzutreten oder zu sprechen.
Es kann definitiv nervenaufreibend sein, aber mit etwas Übung wird es angenehmer. Das ist wahr. In der Öffentlichkeit zu sprechen kann einschüchternd sein, aber es ist eine grundlegende Fähigkeit, die man haben muss. Welche Techniken haben Sie bei der Überwindung der Nervosität als hilfreich empfunden? Eine Technik, die für mich funktioniert hat, ist die gründliche Vorbereitung. Ich achte darauf, meine Rede oder Leistung mehrmals zu üben, was mein Selbstvertrauen stärkt und mir hilft, mehr Kontrolle zu haben. Vorbereitung ist in der Tat entscheidend. Wenn Sie Ihr Material in- und auswendig kennen, können Sie sich mehr darauf konzentrieren, Ihre Botschaft zu vermitteln und mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Waren Sie jemals mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert, als Sie in der Öffentlichkeit sprachen? Eine Herausforderung, der ich begegnet bin, ist der Umgang mit Lampenfieber. Es ist normal, Angst zu haben, bevor ich auf die Bühne gehe, aber ich habe gelernt, diese Energie in Aufregung umzuwandeln und sie zu nutzen, um meine Leistung zu verbessern. Das ist ein großartiger Ansatz. Anstatt gegen die Nervosität anzukämpfen, kann es Ihnen helfen, eine dynamischere und ansprechendere Präsentation zu halten, wenn Sie sie annehmen und positiv kanalisieren. Haben Sie Tipps gefunden, wie Sie das Publikum während einer Rede einbeziehen können? Unbedingt. Ein Tipp ist, von Anfang an eine Verbindung zum Publikum aufzubauen. Du kannst mit einer nachvollziehbaren Geschichte oder einer interessanten Tatsache beginnen, die ihre Aufmerksamkeit erregt und ihnen das Gefühl gibt, involviert zu sein. Es ist entscheidend, das Publikum von Anfang an einzubeziehen. Es gibt den Ton für den Rest der Rede an und hilft, eine Beziehung zu den Zuhörern aufzubauen. Mussten Sie jemals mit unerwarteten Situationen umgehen, während Sie in der Öffentlichkeit sprachen? Ja, es gab einige Fälle, in denen während meiner Vorträge unerwartete Situationen auftraten. In diesen Momenten ist es wichtig, ruhig zu bleiben, schnell zu denken und sich an die Situation anzupassen und dabei die Gelassenheit zu bewahren. Die Anpassung an unerwartete Situationen ist eine wertvolle Fähigkeit. Es zeigt Ihre Fähigkeit, schnell zu denken und Herausforderungen elegant zu bewältigen. Haben Sie Feedback oder konstruktive Kritik zu Ihren Fähigkeiten als Redner erhalten? Ja, Feedback ist für das Wachstum unerlässlich. Ich habe konstruktive Kritik an meinem Tempo und meiner Körpersprache erhalten. Es hat mir geholfen, meinen Vortrag zu verfeinern und meine Präsentationen ansprechender zu gestalten. Feedback liefert wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung. Es ist großartig, dass Sie offen dafür sind, Ihre Fähigkeiten zu lernen und zu verfeinern. Haben Sie jemals Workshops oder Kurse zum öffentlichen Reden besucht? Ja, ich habe an einigen Workshops teilgenommen, in denen es um Reden und Präsentieren ging. Sie gaben mir praktische Tipps und Techniken, um meinen Vortrag zu verbessern und mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Das ist fantastisch. Die Teilnahme an Workshops und Kursen kann strukturiertes Lernen ermöglichen und Ihnen helfen, neue Perspektiven auf das öffentliche Sprechen zu gewinnen. Haben Sie einen Rat für jemanden, der seine Redefähigkeiten verbessern möchte? Mein Rat wäre, klein anzufangen und sich allmählich selbst herauszufordern. Übe das Sprechen vor Freunden oder trete einem lokalen Sprachclub bei, um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Und vergiss nicht, den Lernprozess zu begrüßen und jede Verbesserung zu feiern. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Das Vertrauen in das Reden in der Öffentlichkeit aufzubauen ist eine Reise, und kleine Schritte zu unternehmen und Fortschritte zu feiern, ist entscheidend. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen geteilt haben. Du bist willkommen. Ich hoffe, es war hilfreich. In der Öffentlichkeit zu sprechen kann entmutigend sein, aber mit etwas Übung und der richtigen Einstellung kann jeder ein selbstbewusster und effektiver Redner werden. Absolut. Öffentliches Reden ist eine Fähigkeit, die Türen öffnen und wirkungsvolle Verbindungen herstellen kann.
Wir freuen uns darauf, die Bühne zu begrüßen und andere mit unseren Worten zu inspirieren.